Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lomtro-Video und damit herzlich willkommen zu einem Retro-Update, denn ich war auf dem David Hasselhoff-Konzert und meine geflashten Eindrücke möchte ich ganz gerne mit euch da draußen gemeinsam teilen, denn irgendwie bin ich ja auch ein Retro-Kanal und da muss dieses Thema einfach drin vorkommen, jawohl. Und wer darf bei diesem ganzen Thema auch nicht fehlen? Natürlich nicht hier. Er hier, natürlich. Denn den haben sie tatsächlich ins Foyer gepackt. Und man durfte da Fotos machen. Es war so ein bisschen abgesperrt. Leider war es eine doofe, unglückliche Ecke, wie ich fand. Denn da hat sich sofort eine Menschentraube drumherum gestellt. Und es war sehr, sehr schwierig, das Ganze zu fotografieren. Mir ist es trotzdem ein bisschen gelungen. Und es hat einfach Spaß gemacht, diesem Auto sehr nahe zu sein. Die erste Frage, die sich mir so gestellt hatte, war, wer geht eigentlich auf ein David Hasselhoff-Konzert? Und wenn man jetzt mal so überlegt, wer hat früher Knight Rider und Baywatch geguckt? Das waren jugendliche Teenies, Kinder. Und diese Leute von damals sind heute erwachsen und älter geworden. Und genau die Leute sind auf dieses Konzert gegangen und haben ihre Kinder gleich mitgebracht und vielleicht sogar ihre Enkelkinder teilweise. Und dementsprechend kannst du dir da draußen echt jetzt vorstellen, das war ein mega gemischtes Publikum. Und es war total interessant, denn es dauerte natürlich nicht lange, bis da die Leute mit Badebutze und Malibu-Shirt und dicker roter Boje in die Halle gekommen sind. Und es dauerte auch nicht lange und dann hatten wir eine richtige Stadionatmosphäre in dieser kleinen Halle. Und das war schon mega interessant und du hattest echt Gänsehaut, weil, jetzt mal ganz ehrlich, David Hasselhoff ist 65 Jahre alt und der ist jetzt nicht ein Künstler, der alle 2 Jahre auf Tournee geht und dann die Hallen füllt, wie das andere Künstler machen. Nein. Und was erwartest du da als Zuschauer? Eigentlich erstmal gar nichts. Ich habe mal in einem Livestream erzählt, dass ich das so als 50-50 Chance sehe. Entweder es wird total trashig und du gehst nach 3 Minuten da fremdschämend raus, oder es wird richtig geil. Und es war ein Abend, der wirklich, den werde ich niemals vergessen. Das kann ich schon mal sagen. Jawohl. Ich hatte im Vorfeld schon auf Instagram so ein paar Sachen gelesen, wollte mich auch nicht zu sehr spoilern und habe dann nur gelesen, dass Kid tatsächlich im Intro auf der Bühne ist. Und ich saß dann dort in der Halle und habe dann diese Bühne gesehen und die hatte so mehrere Stufen und habe dann gedacht, wie passt denn hier bitte ein Auto hin? Und während dann die ganzen Laola-Wellen rumgingen und sich der Auftritt so ein bisschen verzögert hatte, irgendwann ging plötzlich das Licht aus und dann, ging der erste Flash direkt los. Ja, was soll ich sagen? Es war wirklich so, es dauerte 3 Sekunden, die gesamte Halle stand und hat mitgefeiert und es hat keiner auf den Plätzen gesessen. Und du warst innerhalb von 3 Liedern, warst du in den 90ern. Und es war wirklich sehr überraschend für mich. Kein Trash. Es war wirklich kein Trash, es war kein Fremdschämen, sondern es war eine Reise durch die 80er, 90er, 2000er Jahre. Es war richtig cool. Er hat dich wirklich auf seine gesamte Reise mitgenommen und wenn man mal so überlegt, die Knight Rider Zeit oder diese MTV-Zeit, wie damals halt diese Videos produziert worden sind, und da durfte halt auch ein absolut trashiges Video nicht fehlen, und zwar Hooked on a Feeling, was er selber als schlechtestes Musikvideo ever bezeichnet hat. Und es lief halt im Hintergrund die ganze Zeit. Und ich weiß, dass ich es damals schon richtig kacke fand und es mir nie zu Ende angeguckt habe. Aber auf dem Konzert dann halt tatsächlich das erste Mal wirklich bis zum Schluss geguckt habe. Und er hat es dann zwar zwischendurch immer mit kommentiert, dass er sich noch nicht mal zu schade war, seine eigenen Kinder da mit reinzunehmen. Also, wenn du das Video noch nicht gesehen hast, such das mal auf YouTube und guck mal, wie lange du es durchhältst. Es ist wirklich grottenschlecht gemacht. Das muss man einfach sagen, ja. Aber es war trotzdem eine Reise durch die 90er. Und was auch nicht fehlen durfte, und da hatte er uns alle gepackt, das war tatsächlich Night Rocker. Night Rocker war dieses Cover allein schon, mir ist ein Foto geglückt, wo er vorne steht und im Hintergrund ist dann das große Cover abgebildet.
Und ich muss wirklich sagen, es hat einfach Spaß gemacht, in dieser alten Zeit wieder zu sein. Und es ist einfach unglaublich, wie er das geschafft hat. Und er hat das Publikum richtig angeheizt damit. Und ganz ehrlich, diese 65 Jahre, die hat man natürlich gemerkt irgendwo, aber der Mann ist mega fit und er ist richtig in dieser Zeit drin und man merkt, dass er richtig Spaß hatte und er hat das Ganze auch richtig gefeiert, aber man hat auch gemerkt, dass er es ernst genommen hat. Also es war wirklich jetzt nicht so eine Trash-Nummer, wo man denkt, er nimmt sich jetzt selber komplett auf den Arm. Natürlich ist er selbst ironisch gewesen, dafür hat er auch eine Menge an Karriere produziert, wo du echt denkst so, oh, ne, aber insgesamt hat er es trotzdem ernst genommen und was mich mega erstaunt hat, war seine Stimme. Das ist wirklich total interessant gewesen, denn die hat gehalten, die hat richtig Spaß gemacht. Sie ist tiefer geworden, wenn man so sich die alten Aufnahmen anhört, Looking for Freedom und so, ne? Das hört sich heute alles sehr tiefer an, aber das heißt nicht, dass das schlecht ist, sondern es ist richtig gut. Und ich glaube, manch ein Sänger, der alt geworden ist, hätte gerne noch diese gut erhaltene Stimme wie Herr Hasselhoff. Und das ist schon richtig, richtig interessant gewesen, ja. Ich bin bei Konzerten grundsätzlich jemand, der ganz gerne das Konzert genießt, weil er da ist, weil er die Chance hat, eine Karte ergattert zu haben und dort ist. Bei The Hoff war es ein kleines bisschen anders. Ich musste permanent mein Handy zücken und du hast einfach im Hinterkopf, du hast jetzt die Chance, diesen Mann, diesen Held der Jugend einfach live zu sehen. Und du weißt, der kommt nicht in 2 Jahren wieder oder in 3 oder 4. Und ich glaube, in 10 Jahren möchte ich ihn auch gar nicht mehr auf dieser Bühne sehen. Und das war schon sehr, sehr cool. Und deswegen, ich musste zwischendurch mein Handy rausnehmen zu bestimmten Szenen und musste einfach meine Fotos machen und musste das Ganze als Video festhalten. Und damit ich mich daran in ein paar Jahren immer noch erinnern kann. Und es ist einfach so mega interessant gewesen. Und es war wirklich alles dabei. Ich habe gesagt, Hooked on a Feeling, Limbo Dance. Bei Limbo Dance hat er es wirklich geschafft. Und ganz ehrlich, welcher Star schafft das noch? Er hat es geschafft, dass die gesamte Halle bis oben auf den Plätzen Polonaise tanzt. Das ist wirklich interessant gewesen. Und es wurde keiner aufgehalten, sondern ich habe hinter uns standen zwischendurch so Security-Leute, die immer darauf aufpassen sollten, dass die ganzen Ränge nicht runterlaufen. Und du hast dann zwischendurch gesehen, dass einer von den Leuten dann auch da gestanden hat. Und entweder sind sie mit dem Finger immer so an das Geländer und du hast gesehen, er hat den Takt mitgemacht. Oder der andere konnte es sich auch nicht nehmen und hat dann auch tatsächlich bei Flying on the Wings of Tenderness hat er da mitgemacht. Oder bei Crazy for You hat er dann auch diesen hier gemacht. Und du hast gesehen, okay, auch die finden ihren Job gerade, glaube ich, ganz cool. Und jeder verbindet irgendwas mit David Hasselhoff. Und es ist auch sehr, sehr interessant, dass im Vorfeld ist es halt so, keiner sagt, ey, geil, ich gehe zu David Hasselhoff, sondern jeder so, ja, man ist so dahin gegangen aber wenn man mal darüber gesprochen hat, hat man auch festgestellt, dass Leute gesagt haben, David Hasselhoff, gibt's den noch? Echt? Da gehst du hin? Und irgendwo aus einer Ecke hat jemand gesagt, echt? Gibt's da noch Karten? Wie teuer war das? Und boah, ist ja cool, da möchte ich auch hin. Und ich glaube, dieses Management hätte noch viel mehr Werbung machen müssen, weil hier im Umkreis habe ich davon mal so gar nichts mitgekriegt. Was ich immer noch toll finde, und das hast du wirklich gemerkt, ich meine, wir hatten sehr, sehr gute Plätze, wir waren nicht vorne, aber wir waren mittig und wir hatten einen sehr, sehr guten Blick auf die Bühne. Und was von der Bühne einfach rüberschwappt, ist einfach, dieser Mann hat Bock da drauf, dieser Mann findet es toll, nochmal in diesem Alter gefeiert zu werden von seinem Publikum. Das Publikum feiert ihn tatsächlich auch, und zwar auch nicht als Trash, sondern einfach, es feiert diese Erinnerung an die 90er Jahre und das hat richtig Spaß gemacht. Und was von der Bühne auch rüberkommt, ist diese
diesen Charakter von ihm. Und er ist einfach unfassbar menschlich. Und wenn man sich das mal auf Instagram anguckt, es gibt so 2, 3 Bandmitglieder, die regelmäßig ihre Sachen von der Tournee jetzt posten. Und du siehst öfters mal, dass so ein Hasselhoff einfach mal mit anpackt und einfach mal mitmacht und sich da reinmischt und da einfach der Mensch ist. Und das nimmt man ihm auch irgendwie ab, finde ich. Ihr merkt, ich bin richtig geflasht von dem ganzen Abend. Und das, was natürlich nochmal obendrauf gesetzt hat, war, am Ende des Konzerts ist man einfach nochmal geflasht, weil man als Deutscher nochmal den Mauerfall quasi erlebt. Und ja, was dürfte natürlich am Ende nicht fehlen? Das hier. Ich habe einen Beitrag gelesen, den fand ich ganz cool. Das war es gibt kein besseres 80er, 90er Jahre Musical als diese Show. Und das fand ich einen genialen Beitrag zu dem Ganzen. Besser kann man es gar nicht auf den Punkt bringen. Ja, und so bin ich da beseelt quasi rausgegangen. An dem Merchandise-Stand vorbei und was soll ich sagen? Soll ich es in die Kamera halten? Ich konnte leider. Sie hatten Kartenzahlung. Sie hatten Kartenzahlung und ich habe nicht gesagt, einmal bitte alles mit rein und ich hätte es machen können. Ich konnte, ihr seht es jetzt, diese Kamera ist jetzt gespiegelt, deswegen seht ihr es jetzt spiegelverkehrt. Ich habe mir ein T-Shirt gekauft, das muss ich mir hier, entweder hänge ich es mir hier in den Lomtro-Raum rein oder ich weiß noch nicht, was ich damit mache, weil tragen werde ich es, glaube ich, nicht. Ihr werdet gleich sehen, warum, weil es ist extrem kitschig, aber ich musste es einfach mitnehmen. Es ist einfach mal das hier. Guckt euch das bitte an. Es ist einfach Nerd-Stuff, ne? Wie gesagt, es ist jetzt spiegelverkehrt für euch. Es ist einfach totaler Nerd-Stuff, aber ey, geil. Ich werde es nie tragen wahrscheinlich. Und dann kommt natürlich noch etwas, ihr kennt mich, Tassen und so, ne? Und stand gar keine Tasse rum. Und irgendwann habe ich dann doch gesehen, ey, es gibt doch eine. Bin da hingewetzt, habe gefragt, habt ihr noch eine? Und sie hatten noch eine. Und da musste ich sie leider mitnehmen. Es ist so geil, oder? Mir fehlt noch die passende Bud Spencer-Tasse irgendwie dazu. Und auf der Rückseite haben wir dann auch nochmal das hier. Wie gesagt, es ist spiegelverkehrt für euch. I killed for a cup of Hoffee. Es ist schon sehr, sehr witzig, muss ich sagen. Und zu einem echt sehr humanen Preis, muss ich sagen. Ja, also ihr merkt, ich bin richtig geflasht von dem Ganzen. Wenn ihr noch irgendwie die Möglichkeit habt, an Karten ranzukommen, ich weiß gar nicht, bis wann die Tournee noch geht. Ich glaube, wir hatten irgendwie das 10. oder das 11. Konzert von 19 insgesamt. Allein, dass der Mann mit 65, 19 Konzerte tatsächlich in Deutschland bringt und die super besucht werden. Es ist unglaublich und es ist einfach fantastisch, finde ich. Ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen mit mir in Erinnerungen schwelgen und habt euch so ein bisschen anstecken lassen. Danke fürs freundliche Zuhören und Sehen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib dem Ganzen bitte einen Daumen nach oben. Wenn nicht, freu dich einfach wieder aufs nächste Fotografie-Video von mir. Und ja, drück bitte den Abonnieren-Button und die Klingel, damit du mitkriegst, wenn hier wieder was Neues erscheint. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, ich bin raus. Bis dahin, danke, ja. Tschüss.